Ja, jetzt sind wir in der Abteilung 6, wo es um die Religion geht. Die Pest galt ja immer als Strafe Gottes. Das ist ja schon seit der Spätantike eigentlich so, dass immer die Götter angerufen werden gegen die Pest. Und natürlich ist es im Christentum dann auch so, dass Gott angefleht wird, die Pest, also seine Strafe für die Menschen, für die sündigen Menschen zurückzunehmen oder zu mildern. Und dazu gibt es auch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ganz unterschiedliche Wege. Direkt schon beim Schwarzen Tod, also der ersten Pestwelle im 14. Jahrhundert, soll der Papst selbst eine Pestmesse verfasst haben, die in diesen Messbüchern letztendlich aufgezeichnet ist. Hier ein wunderbares Exemplar aus Lüneburg, wo auch die Pestmesse drinsteht, die dann über Jahrhunderte auch Bestandteil des normalen Messbuches und der normalen Gottesdienste war. Die Priester versuchten natürlich so lange wie möglich, wenn sie denn nicht auch geflohen waren, für ihre Schäfchen da zu sein und auch zum Beispiel die Kommunion zu erteilen. Das war in solchen Zeiten etwas schwierig. Man hatte natürlich auch Angst vor Ansteckung. Deswegen gab es solche Hilfsmittel wie diesen Hostienstab, mit dem eben durch Fenster oder Maueröffnungen auch den Erkrankten die Kommunion gereicht werden konnte. An dem einen Ende hatte er halt einen Klemmmechanismus, wo man die Hostie einklemmen konnte, sodass eben ohne Nähe und Berührung letztendlich die Heilige Kommunion auch übergeben werden konnte. Ein weiteres gern eingesetztes religiöses Mittel gegen die Pest sind Prozessionen. Schon im Frühmittelalter gibt es eine berühmte Prozession von Papst Gregor, die eben Rom von der Pest erlösen sollte. Das hat man natürlich dann auch wieder aufgegriffen im 14. Jahrhundert und in den folgenden Jahrhunderten. Seit 1380er Jahren in Münster zum Beispiel die große Prozession, wo dieses Kreuz, hier eine Kopie, das Original hängt im Dom, mitgeführt wird. Also bis heute hat sich diese Tradition erhalten. Aber neben diesen von der Kirche quasi abgesegneten Prozessionen gibt es auch den eher drastischen Fall, dass zum Beispiel die Geißlerbewegung im 14. Jahrhundert auch eine Art Prozession, könnte man sagen, eine Laienbewegung, die sich zusammengefunden hat, um eben durch die Geißlung, also durch die Selbstzüchtigung, die Sündenlast der Menschheit zu tilgen oder zumindest zu mildern und somit auch die Gnade Gottes wieder für die Gläubigen zu erhalten. Deswegen hier einmal eine Geißel aus dem englischen Bereich. Die sind sehr, sehr selten erhalten eigentlich und wenn man das genau betrachtet, ist das ja auch eigentlich eine eher milde Version, zumindest nach den Beschreibungen haben die der Geißler auch noch Widerhaken gehabt und fiese Spitzen, also damit auch das Blut sichtbar fließt und eben diese Bußleistung offensichtlich wird. Eine Prozession, wie gesagt, als übliches Moment eigentlich, aber gerade diese Geißlerbewegung war halt der Kirche sehr suspekt, weil sie eben nicht in die kirchlichen Hierarchien eingebunden war, sondern eine Laienbewegung war. Sie wurde auch sehr schnell verboten deshalb. Bei Prozessionen mitgeführt wurden im italienischen Raum auch zum Beispiel solche wunderbaren Prozessionsfahnen, bemalte Stofffahnen, hier natürlich nur eine Kopie, wie dieses aus Perugia aus dem 15. Jahrhundert, wo halt auch nochmal deutlich dargestellt ist, oben der strafende Gott, der Pestpfeile schleudert, der Pfeil schon seit der Antike eigentlich das Zeichen für die Pest und hier als Schutzmadonna eben die Mutter Gottes, an deren Umhang die Pfeile zerbrechen und eben die Bevölkerung, die betend unter ihr Mantel kniet, nicht erreichen. Ganz unten dargestellt die Stadt Perugia selbst, das Leid, die Toten, die vor den Toren liegen und natürlich auch die personifizierte Pest, die hier eben auch mit Pfeil und Bogen dargestellt wird als geflügelter Teufel, der von einem Engel bekämpft wird. Zum Kanon der dargestellten Person gehört nicht nur Maria, die hier natürlich das Bild beherrscht und auch sehr selbstbewusst dargestellt ist, sondern auch zahlreiche Heilige, hier natürlich die Schutzheiligen vor allem der Stadt Perugia. Aber es gibt auch in der Gruppe der Heiligen auch solche, die speziell eben bei der Pest angerufen wurden. Der älteste und bedeutendste Pestheilige eigentlich der heilige Sebastian, hier auch rechts dargestellt,
durch sein Martyrium, in dem er mit Pfeilen beschossen wurde, dass er eigentlich überlebt hat, eben nochmal mit der Symbolik des Pfeils als der Pestpfeil sicherlich sehr geeignet, eben um in Pestzeiten angerufen zu werden. Also Sebastian seit dem Frühmittelalter eigentlich als der typische Pestheilige, nicht nur auf solchen Prozessionsfahren, natürlich auch in vielen Kirchen und Pestkapellen dargestellt. Wir haben hier aus dem Museum in Münster einmal eine wunderbare Statue, wo er eben als gefesselter junger Mann dargestellt wird, eben von solchen Pfeilen durchbohrt, auch vom sicherlich bedeutendsten Sebastiansheiligtum nördlich der Alpen, St. Ebersberg in München, dieser barocke Kelch, der eben auch für St. Sebastian genutzt wurde, er ist auch dargestellt. Das Ganze eben eine wunderbare Goldschmiedearbeit. Und es gibt in diesem Heiligtum eine Schädelreliquie, die halt früher dazu genutzt wurde, auch den Messwein zu reichen, um eben der Heilsamkeit dieser Reliquie teilhaftig zu werden. Irgendwann hat man dann damit aufgehört, sicherlich auch, weil der säurehaltige Wein dieser Reliquie nicht besonders gut tut. Und dann hatte man diesen wunderbaren Kelch dann dafür genommen und die Reliquie nur kurz hineingetaucht. Sebastian wird dann fast schon der Rang abgelaufen, könnte man sagen, im Spätmittelalter vom heiligen Rochus von Montpellier, hier in dieser Statue aus Dortmund einmal zu sehen. Er hatte den Vorteil in Anführungszeichen, dass er selbst die Pest gehabt haben soll und damit eben seine eigene Pesterfahrung eingebracht hat. Er hat die Pest dann auch überlebt und in der Darstellung wird immer seine Pestbeule auch dargestellt und er verweist mit seiner Hand darauf. Hier ist sie noch relativ hoch am Bein. Wahrscheinlich gehörte sie eigentlich in die Leistengegend, aber mit zunehmender Schamhaftigkeit eigentlich der Zeit, also bis in den Barock, wandert diese Pestbeule immer weiter nach unten, sodass man sie fast nachher schon am Knie letztendlich hat. Aber Rochus eben dargestellt mit dieser Pestbeule. Auch in der orthodoxen Kirche gibt es natürlich zahlreiche Heilige, die bei Seuchengefahr, bei Pestgefahr angerufen werden, sei es hier der heilige Charalampos oder auch andere aus diesen letztendlich heiligen Gruppen. Zu dieser Heiligenverehrung kam natürlich dann mit der Reformation auch das Problem, dass eben in der protestantischen Kirche diese Heiligen als Anrufpartner wegfielen. Man hat dann andere letztendlich Wege gesucht. Es gibt hier zum Beispiel auch gut zu sehen an diesen Amuletten eigentlich, an diesen Schutzzeichen. Wir haben die katholische Version mit Rochus und Sebastian auf diesem kleinen Zettel, einem Brevel, das man zum Schutz bei sich trug oder sogar geschluckt hat. Und wir haben die protestantische Version mit diesen Pesttalern, wo halt Christus letztendlich darauf dargestellt ist und die eherne Schlange aus dem Alten Testament, also wirklich mit auch Bezug zu Seuchen letztendlich. Das Ganze geht natürlich schon sehr weit in den magischen Bereich, wenn man sich diese Kürzel auf diesen Kreuzen oder auf diesen Drucken anguckt. Das sind also eher magische Sprüche letztendlich, der Benediktussegen zum Beispiel, wo man vielleicht denkt, das ist doch etwas mehr Zauberei als letztendlich wirkliche katholische Kirche. Auch bei den Bestattungen wurden die Gemeinden eigentlich vor eine Herausforderung gestellt, die sie kaum meistern konnten. Das Begräbnis war ja doch ein wichtiger Abschluss letztendlich des christlichen Lebens und sollte natürlich in aller Würde und auch in der richtigen Zeremonie ausgeführt werden. Wenn diese fehlte, dann hatte man auch Sorge, dass man letztendlich im Jenseits da Nachteile hat, also möglicherweise nicht in den Himmel kommt oder länger im Fegefeuer sein muss. Also es sollte auch das richtige christliche Begräbnis sein. Und dieses Bild aus Leuven in Belgien zeigt die St. Jakobspfarre zu einem Zeitpunkt, wo wahrscheinlich die Situation gerade kippt. Es sind noch reguläre Bestattungen durchaus möglich. Das sieht man an der begleiteten Prozession hier vorne mit diesem wahrscheinlich hochstehende Person, die dort beerdigt wird. Und es kann auch noch auf dem regulären Kirchhof hier bestattet werden, in Särgen mit priesterlicher Begleitung, in Einzelgräbern.
Aber die Situation insgesamt zeigt, dass also die Masse der Toten weiter zunimmt. Sie werden auf Karren angefahren, sie liegen schon offen auf der Straße letztendlich herum. Also hier wird es vermutlich nicht mehr lange dauern, bis eben die Zeit der Massengräber wiederkommt, also dass außerhalb der Stadt große Gruben ausgehoben werden, wo dann eben die Verstorbenen einfach hineingelegt werden und jeder nicht eben sein individuelles Begräbnis und die Möglichkeit der Angehörigen zur Trauer bekommt. So soll es auch zum Beispiel in Avignon geschehen sein. Zur Zeit des Schwarzen Todes im 14. Jahrhundert gab es zu wenige Bestattungsplätze. Auch die Massengräber reichten nicht mehr aus, sodass viele Verstorbene einfach in den dortigen Fluss, also in die Rhone, geschmissen wurden. Und zumindest der Überlieferung nach soll der Papst damals die Rhone als Bestattungsplatz gesegnet haben, sodass eben auch dort ein nach christlicher Vorstellung richtiges Begräbnis möglich war. Deswegen haben wir hier natürlich rezentes Rhonewasser ausgestellt, das eben diesen flüssigen Friedhof symbolisiert, in dem eben aus reiner Not letztendlich auch dann die Verstorbenen geworfen wurden. Also jede Menge Herausforderungen für die Kirche, nicht nur, weil das Personal wahrscheinlich auch deutlich wegbrach während der Pestzeit, sondern auch ganz viele praktische Dinge, die gemeistert werden wollten. So viel jetzt erst einmal zu den religiösen Maßnahmen gegen die Pest und wir gehen jetzt weiter zur Abteilung 7.